Es gibt Ereignisse in der Geschichte, die mehr sind als nur politische Fakten. Sie sind Ausdruck eines kollektiven Willens. Sie sind Hoffnungszeichen in Zeiten der Dunkelheit. Und manchmal, so wie im Fall Georgiens im Jahr 1918, sind sie der erste Atemzug eines Volkes in Freiheit. Heute möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise zu einem dieser Momente. Zur ersten demokratischen Republik Georgien, die vom 26. Mai 1918 bis zum Februar 1921 bestand. Nur knapp 3 Jahre. Und doch war diese Republik ein mutiger, beispielloser Versuch, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und nationale Selbstbestimmung in einem geopolitischen Pulverfass zu verwirklichen. Im Frühjahr 1918 war Transkaukasien ein zerklüftetes Land. Das russische Zarenreich war kollabiert, die Revolution hatte den alten Staat hinweggefegt und überall suchten Völker nach neuen politischen Formen. Georgien war bis dahin Teil einer Vielvölkerregion ohne eigene Souveränität. Zunächst versuchte man einen gemeinsamen Weg mit Armenien und Aserbaidschan in der Transkaukasischen Demokratischen Föderativen Republik, ein föderaler Zusammenschluss, gegründet am 22. April 1918. Doch dieser Versuch hielt nur wenige Wochen. Zu unterschiedlich waren die Interessen, zu groß die äußere Bedrohung, insbesondere durch das Osmanische Reich. Und so fassten die georgischen Abgeordneten einen folgenreichen Entschluss. Am 26. Mai 1918 erklärte Georgien seine Unabhängigkeit. Die Föderale Union wurde aufgelöst, Georgien ging seinen eigenen Weg. Die Gründung der Republik war ein Akt der Selbstbehauptung, nicht aus einer Position der Stärke, sondern aus Notwendigkeit. Die Republik wurde auf den Trümmern imperialer Macht gegründet, ohne eigene Armee, ohne Wirtschaftskraft, ohne verlässliche Verbündete. Doch in dieser Unsicherheit blühte eine politische Vision auf, die erstaunlich modern war. Die Macht lag zunächst beim Nationalrat, der die Unabhängigkeit erklärte und die bisherige zaristische Annexion von 1801 für illegal erklärte. Wenige Wochen später formierte sich eine erste Regierung. Noe Ramischvili übernahm das Amt des Premierministers, bald abgelöst durch Noe Zordania, einen erfahrenen Sozialdemokraten. Die menschewistische Sozialdemokratische Partei Georgiens, bis dahin Teil der russischen Sozialdemokratie, wurde zur dominierenden politischen Kraft. Doch anders als die Bolschewiki setzte sie auf parlamentarische Strukturen, Rechtsstaatlichkeit und freien politischen Wettbewerb. Die neue Republik führte allgemeines Wahlrecht für Männer und Frauen ein, Bezirksräte und städtische Selbstverwaltungen, einen Senat als oberstes Rechtsorgan, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und für diese Zeit fast revolutionär die Abschaffung der Todesstrafe. Der Staat definierte sich über Recht, nicht über Macht. Die Verfassung, die in Arbeit war, spiegelte diese Grundwerte in beeindruckender Klarheit. Am 21. Februar 1921, in einem Moment dramatischer Zuspitzung, verabschiedete die verfassunggebende Versammlung Georgiens die neue Verfassung. Sie war das erste moderne Grundgesetz des Landes und zählt bis heute zu den fortschrittlichsten Europas zu jener Zeit. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Die Verfassung sah eine parlamentarische Republik vor, ohne Präsidentenamt, mit parlamentarischer Souveränität. Sie garantierte Grundrechte, freie Meinungsäußerung, Gleichheit vor dem Gesetz, Trennung von Kirche und Staat, ein unabhängiges Justizsystem, Geschworenengerichte, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Besonders bemerkenswert: Georgien gewährte Frauen volle staatsbürgerliche Rechte, einschließlich aktiven und passiven Wahlrechts. Internationale Beobachter wie Ramsay MacDonald und Hans-Dietrich Genscher sollten diese Verfassung später loben.
Sie war Ausdruck gelebter Aufklärung, geboren aus georgischer Überzeugung, nicht westlicher Kopie. Doch der Moment der Ratifizierung war gleichzeitig ein Moment größter Gefahr. Denn während Georgien Demokratie wagte, wuchs im Norden ein autoritärer Machtblock. Die Sowjetführung unter Lenin, Stalin und Ortschonikidze betrachtete Georgien als Teil des ehemaligen Russischen Reiches und als strategischen Brückenkopf. Bereits zuvor hatte Moskau durch den Friedensvertrag vom 7. Mai 1920 Georgiens Unabhängigkeit unzweifelhaft anerkannt. Doch diese Anerkennung war reine Taktik. Im Februar 1921, unter dem Vorwand eines angeblichen Volksaufstandes, marschierte die Rote Armee in Georgien ein. Am 25. Februar 1921 fiel Tiflis. Die Verfassung war da gerade 4 Tage alt. Doch der Fall der Republik lässt sich nicht nur außenpolitisch erklären, auch innere Konflikte erschütterten das Land. In Südossetien forderten lokale Gruppen Autonomie. Die georgische Regierung, geprägt vom Bedürfnis nach staatlicher Einheit, reagierte mit harter Hand. Rebellen wurden militärisch bekämpft, es kam zu Massakern, zur Zerstörung ganzer Dörfer, zu Flucht und Vertreibung. Auch in Abchasien kam es zu Aufständen, teils mit Unterstützung aus Russland. Hier gewährte die georgische Regierung Autonomie, doch der Konflikt blieb virulent. Diese ethnischen Spannungen zeigen, selbst eine demokratisch legitimierte Regierung kann Fehler machen, besonders unter Bedrohung. Doch sie zeigen auch, wie fragil Einheit sein kann, wenn ein junger Staat zwischen Loyalitäten, ethnischen Zugehörigkeiten und geopolitischen Interessen zerrieben wird. Nach der Eroberung floh die georgische Regierung ins Exil nach Neuville-sur-Orge bei Paris. Von dort aus wirkte sie als nationale Regierung Georgiens weiter. Noe Zordania blieb bis zu seinem Tod 1953 ihr Vorsitzender. Diese Regierung war international weiter anerkannt. Von Frankreich, Großbritannien, Polen, Belgien. In der georgischen Diaspora hielt sie das demokratische Ideal lebendig. Sie unterstützte den Aufstand von 1924 gegen die Sowjets, der blutig niedergeschlagen wurde, doch sie wurde nicht vergessen. Sogar Länder wie Mexiko und Liberia erkannten Georgien noch 1921 an, als die Regierung bereits im Exil war, und selbst der Völkerbund verabschiedete Resolutionen zur Unterstützung Georgiens. Ein schwacher Trost angesichts der Realität auf dem Boden. Was bleibt also? Die erste demokratische Republik Georgien war ein kurzer, aber leuchtender Versuch, einen freiheitlichen Staat zu gründen, gegen alle historischen, militärischen und diplomatischen Widrigkeiten. Sie lehrt uns, dass Demokratie auch in kleinen Ländern entstehen kann, dass idealistische Politik möglich ist, selbst in geopolitischen Krisen, dass Freiheit ein Risiko ist, aber ein lohnenswertes, und dass internationale Anerkennung wenig bedeutet, wenn keine Macht da ist, sie zu verteidigen. Nach der Unabhängigkeit 1991 erinnert sich Georgien an jedem 26. Mai an diese Epoche. Die Flagge, die Hymne, die Verfassung, all das wurde wieder belebt. Nicht aus Nostalgie, sondern aus Überzeugung. Die erste demokratische Republik Georgien ist heute kein Mythos, keine bloße Erinnerung, sie ist ein Prüfstein. In einer Zeit, in der Demokratie weltweit wieder unter Druck gerät, erinnert sie uns daran, dass Freiheit nie selbstverständlich ist und dass sie verteidigt werden muss. Mit Worten, mit Taten, mit Mut. Sie dauerte nur 3 Jahre, aber sie war aufrichtig, visionär, menschlich. Und das ist vielleicht das größte Vermächtnis, dass ein kleines Volk inmitten eines geopolitischen Bebens sich nicht beugte, sondern die Freiheit wählte. Ich danke dir für dein Interesse. Wie denkst du über die erste demokratische Republik Georgien? Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm bitte ein Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal bei Ein Deutscher in Georgien.